Hallo, ich bin Frederik Riedel und ich zeige Ihnen heute, wie Sie einen Batterietausch einer SRAM-Batterie bei einer Wintergartensteuerung WS10, WS20 oder WS1000 durchführen. Dabei müssen Sie einige Dinge beachten. Die Einstellungen der Steuerung gehen bei einem Batterietausch verloren, daher müssen die zuvor rausgeschrieben werden. Die Steuerung muss in jedem Fall spannungsfrei geschalten werden. Antriebe können bei schlechtem Wetter ausfahren, daher darf der Batterietausch nur bei gutem Wetter durchgeführt werden. Achtung! Der Batterietausch darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Bevor die Batterie der Wintergartensteuerung ausgetauscht werden kann, muss die Grund- und Automatikeinstellung der Steuerung notiert werden und in die Tabelle der Bedienungsanleitung eingetragen werden. Dies zeige ich anhand eines Beispiels einer Wintergartensteuerung WS1000. Um die erste Grundeinstellung herauszulesen, drücken Sie einmal die Taste manuell. Im Display wird die erste Grundeinstellung angezeigt, in diesem Fall die Markise 1. Diese übertragen wir in die Tabelle der Bedienungsanleitung. Um die weiteren Antriebsgruppen herauszuschreiben, drücken Sie jeweils die Taste Pfeil nach oben. Im Display wird die nächsthöhere Antriebsgruppe angezeigt. Wenn alle Einstellungen notiert sind, können Sie den Batterietausch fortführen. Bevor der Batterietausch durchgeführt werden kann, muss die Steuerung spannungsfrei geschalten werden. Hier sehen Sie nun die Rückseite der Frontplatte von der Wintergartensteuerung. Auf der Rückseite befindet sich die Batterie. Dabei ist zu beachten, dass die Batterie eine Einbaurichtung hat. Wird die Batterie falsch herum eingebaut, kann die Steuerung zerstört werden. Um die Batterie aus der Steuerung zu entnehmen, müssen Sie diese vorsichtig aus dem Sockel entnehmen. Anschließend kann die neue Batterie eingesetzt werden. Beim Einsetzen der Batterie ist die Einbaurichtung zu beachten. Diese ist anhand der Kerbung hier auf der Batterie und hier auf dem Stecksockel zu sehen. Stimmen die Markierungen überein, kann die Batterie eingesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass die Batterie feste eingedrückt wird. Anschließend kann die Frontplatte wieder an der Steuerung angebracht werden und die Steuerung in Betrieb genommen werden. Nach dem ersten Einschalten der Steuerung erscheint im Display eine Fehlermeldung. Nun müssen Sie die Pfeil hoch und runter Taste gleichzeitig drücken. Sie gelangen in den internen Bereich. Dies müssen Sie mit der Taste OK bestätigen. Nun wird eine PIN-Code abgefragt. Dazu drücken Sie die Pfeil nach unten Taste so lange, bis der Code 81 im Display angezeigt wird. Nun ist der Code 81 eingegeben und muss mit der OK-Taste bestätigt werden. Die Werkseinstellungen der Steuerung werden nun geladen. Als nächstes muss die Seriennummer des Gerätes wieder eingegeben werden und das Batterietauschdatum. Dazu muss dies mit der Taste OK bestätigt werden. Als nächstes erscheint ein PIN-Code 2. Dort geben Sie mit der Pfeil nach oben Taste die 112 ein. Dies bestätigen Sie wieder mit der Taste OK. Nun wird im Display ein Datum angezeigt. Dies ist hier zu sehen. Stimmt das Datum nicht mit dem heutigen überein, müssen Sie die Taste Automatik drücken. Nun kann das Datum eingestellt werden. Mit der Pfeil nach oben Taste verändern Sie den Wochentag. Mit der OK-Taste kommen Sie ins nächste Feld für den Wochentag. Dort wählen Sie das heutige Datum aus, in diesem Fall der 24. Dies bestätigen Sie wieder mit der Taste OK. Als nächstes wird der Monat angezeigt. Dies bestätigen Sie wieder mit der Taste OK und im letzten Feld wird das Jahr eingegeben. In diesem Fall das Jahr 2014. Als nächstes kann die Uhrzeit eingestellt werden. Aktuell haben wir 13 Uhr. Dies wird wieder mit der Taste OK bestätigt. Als nächstes erscheint im Display die Seriennummer-Eingabe. Diese können Sie mit der Taste OK überspringen. Im nächsten Schritt muss das neue Batterietauschdatum eingestellt werden. Dies ist wieder in den nächsten 5 Jahren der Fall. Daher stellen wir das Jahr 2019 ein. Die letzte Zahl wird auf 19 geändert. Dies wird mit der Taste OK bestätigt. Als nächstes muss der Steuerungstyp eingestellt werden. Dort wird eingegeben, wie viele Antriebsgruppen an der Steuerung angeschlossen sind. Dies kann verändert werden zwischen 4, 6, 8 oder 10 Antriebsgruppen. In diesem Fall wählen wir 4 Antriebsgruppen aus und bestätigen mit der Taste OK. Die Steuerung macht einen Neustart.
Nach dem Neustart müssen die Grundeinstellungen der Steuerung erneut eingegeben werden. Anwalt zeige ich Ihnen, wie Sie die Grundeinstellungen der Steuerung erneut eingeben können. Dazu drücken Sie die OK und die Pfeil nach unten Taste gleichzeitig. Im Display wird Grundeinstellung der Antriebsgruppen verändern angezeigt. Dies bestätigen Sie mit der Taste OK. Die erste Antriebsgruppe wird angezeigt. Diese wurde zuvor in der Tabelle der Bedienungsanleitung notiert. In diesem Fall war das die Markise. Wir wählen die Markise aus und bestätigen mit der Taste OK. Dasselbe wird mit der Antriebsgruppe 2 gemacht. In diesem Fall war dies die Jalousie. Dies machen Sie mit allen weiteren Antriebsgruppen. Anschließend startet die Steuerung erneut. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen. Weitere Informationen und die Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Webseite.